über deutsche Sehenswürdigkeiten. Hallo, kennst du viele Sehenswürdigkeiten in Deutschland? Hallo. Ja, einige. Zum Beispiel das Brandenburger Tor in Berlin. Es ist sehr bekannt und groß. Richtig. Ich denke an den Kölner Dom, er ist berühmt und sehr hoch. Genau. Und das Schloss Neuschwanstein? Es ist wunderschön, fast wie im Märchen. Ja, und viele Touristen machen dort Fotos. Ich erinnere mich auch an die Frauenkirche in Dresden. Stimmt. Und davor gibt es einen großen Platz. In München gibt es das Deutsche Museum mit vielen interessanten Ausstellungen. Richtig. Und der Marienplatz mit dem Rathaus ist auch sehr schön. Vergiss Hamburg nicht, die Speicherstadt ist beeindruckend. Und der Hafen mit den Schiffen ist sehr romantisch. In Frankfurt gibt es viele Hochhäuser, eine richtige Skyline. Ja, und die alte Oper ist sehr elegant. Kennst du Heidelberg? Dort gibt es ein altes Schloss. Natürlich, und die Altstadt mit der alten Brücke. Im Schwarzwald mag ich die schönen Täler und Wälder. Und den Bodensee mit den kleinen Städten direkt am Wasser. Deutschland hat wirklich viele Wunder. Ja, es ist ein einzigartiges Land, sehr besonders. Beim Psychologen. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag, willkommen in der Praxis. Wie geht es Ihnen heute? Ein bisschen müde, ich habe viel Stress bei der Arbeit. Verstehe. Arbeiten Sie viele Stunden? Ja, normalerweise von 9 bis 19 Uhr. Das ist viel. Haben Sie auch Freizeit für sich? Wenig. Am Abend komme ich nach Hause und habe keine Energie. Was machen Sie in der Freizeit, wenn es möglich ist? Manchmal lese ich oder gehe im Park spazieren. Sehr gute Aktivitäten. Hilft Ihnen Sport beim Entspannen? Ich mache seit Monaten keinen Sport, aber ich möchte wieder schwimmen gehen. Schwimmen ist sehr gut für Körper und Geist. Ja, in der Nähe von meiner Wohnung gibt es ein Schwimmbad. Perfekt. Sie können 2-mal pro Woche gehen. Ich versuche es, aber manchmal schlafe ich schlecht in der Nacht. Haben Sie Einschlafprobleme? Ja, ich denke zu viel an die Arbeit. Dann ist eine Routine wichtig. Ein leichtes Buch lesen, kein Handy vor dem Schlafen. Gut, ich kann das versuchen. Wie viele Stunden schlafen Sie im Durchschnitt? 5 oder 6. Sie sollten versuchen, mindestens 7 Stunden zu schlafen. Sie haben recht. Es ist möglich, Schritt für Schritt besser zu werden. Genau. Mit kleinen Änderungen sehen Sie bald Resultate. Danke, Herr Doktor. Wann sehen wir uns wieder? Wir können nächsten Mittwoch um 18 Uhr einen Termin machen. Perfekt. Wie lange dauert eine Sitzung? Etwa 50 Minuten. Gut. Danke für Ihre Ratschläge. Danke Ihnen für das Vertrauen. Wir sehen uns am Mittwoch. Auf Wiedersehen, schönen Tag. Auf Wiedersehen, bis bald. Beim Kinderarzt. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag. Bitte, setzen Sie sich. Wie geht es dem Kind? Er hat seit gestern Abend etwas Fieber. Wie hoch? Ungefähr 38 Grad. Verstehe. Hat er auch Husten oder Schnupfen? Ja, leichter Husten und eine verstopfte Nase.
Ist er normal? Wenig. Er hat nur eine Suppe und etwas Brot gegessen. Und trinkt er Wasser? Ja, genug. Gut. Flüssigkeit ist wichtig. Hat er Schmerzen? Er sagt, der Hals tut weh. Ich schaue mal. Bitte den Mund aufmachen. Ja, der Hals ist rot. Ist es schlimm? Nein, es scheint eine leichte Infektion. Er braucht Ruhe und Sirup. Wie oft soll ich den Sirup geben? Alle 8 Stunden nach den Mahlzeiten. In Ordnung. Kann er morgen in die Schule gehen? Lieber nicht. 2 Tage zu Hause bleiben. Verstanden. Geht das Fieber bald weg? Ich denke schon. Wenn das Fieber länger als 3 Tage dauert, kommen Sie zurück. Gut. Können wir einen kurzen Spaziergang im Park machen? Ja, wenn kein starker Wind ist und das Kind sich besser fühlt. Danke für die Tipps. Gern geschehen. Brauchen Sie ein Attest für die Schule? Ja, bitte. Hier gültig bis Freitag. Perfekt. Vielen Dank, Herr Doktor. Bitte, gute Besserung für das Kind. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, bis bald. Mit Freunden an der Universität. Hallo. Bist du schon im Hörsaal? Hallo. Ja, ich bin in Hörsaal 3. Die Vorlesung beginnt um 9 Uhr. Perfekt, ich komme gleich. Heute ist Geschichtsvorlesung, oder? Genau. Neuere Geschichte mit Professor Müller. Ich mag sie, aber er spricht sehr schnell. Ja, aber er erklärt gut. Hast du für die Prüfung gelernt? Ein bisschen. Ich habe die Kapitel bis Seite 80 gelesen. Ich bin nur bis Seite 50 gekommen. Mach dir keine Sorgen, wir haben noch 2 Wochen. Bist du auch für die Mathematikprüfung bereit? Nicht so sehr, das ist schwierig für mich. Ich bin auch ein bisschen nervös. Ich habe das ganze Wochenende gelernt. Ich dagegen habe nur die Hälfte des Buches gelesen. Komm, es ist noch Zeit. Wir können zusammen lernen. Gute Idee. Wann? Morgen Nachmittag in der Bibliothek um 15 Uhr. Perfekt, ich bin dabei. In welchem Raum setzen wir uns? Im Lesesaal im 1. Stock neben den Fenstern. Perfekt. Bringst du auch den Laptop mit? Klar, so können wir online Informationen suchen. Was machst du nach den Prüfungen? Ich fahre ans Meer nach Rügen. Schön. In welche Stadt? Nach Binz, in der Nähe von Sassnitz. Fantastisch. Ich dagegen fahre in die Berge nach Bayern. Berge im Sommer. Interessant. Ja, ich mag Spaziergänge und frische Luft. Bravo. Ich dagegen träume jeden Abend vom Strand und vom Eis. Ach, das Eis in Deutschland ist immer lecker. Ja, besonders das mit Erdbeeren. Also lernen wir gut und genießen dann die Ferien. Genau. Zuerst die Pflicht, dann das Vergnügen. Danke für die Motivation. Danke dir. Wir sehen uns morgen in der Bibliothek. Auf dem Stadtfest. So viel Musik heute in der Innenstadt. Ja, das Stadtfest hat heute Morgen begonnen. Das wusste ich nicht. Es ist mein erstes Mal hier. Dann hast du Glück. Es ist eine sehr schöne Veranstaltung. Was passiert während des Festes? Es gibt Umzüge, Konzerte, Märkte und ein Feuerwerk. Wundervoll. Ich mag die Umzüge mit den historischen Kostümen.
Ja, die Leute aus dem Viertel laufen verkleidet wie im Mittelalter. Wie interessant. Und die Musik? Es gibt lokale Bands und eine Blaskapelle, die auf dem Marktplatz spielt. Das will ich sehen. Um wie viel Uhr beginnt es? Um 20 Uhr. Danach ist das Hauptkonzert. Gut. Und wird der Platz voller Leute sein? Sicher, jedes Jahr kommen tausende Menschen. Die Atmosphäre scheint besonders. Alle lächeln. Stimmt, es ist ein Fest, das die Stadt vereint. Hast du schon etwas an den Ständen probiert? Ja, ich habe eine Bratwurst und ein Glas Bier genommen. Ich will die typischen Süßigkeiten probieren. Vielleicht ein Stück Apfelstrudel. Gute Idee. Und vergiss die Schwarzwälder Kirschtorte nicht. Richtig. Danach essen wir und sehen uns das Feuerwerk an. Ja, um 23 Uhr über dem Schloss. Es ist ein fantastisches Spektakel. Wie schön. Ich mag diese Tradition. Sie ist voller Leben und Farben. Ich auch, ich freue mich jedes Jahr darauf. Auf Wanderung. Hallo. Bist du bereit für den Weg heute? Hallo, ja, ich habe den Rucksack, Wasser und ein belegtes Brötchen. Perfekt. Wohin gehen wir genau? In den Nationalpark Berchtesgaden. Der Weg startet am Königssee. Wunderschön. Wie lange dauert die Wanderung? Ungefähr 3 Stunden bis zur Hütte. Gut. Ist der Weg schwierig? Nein, ziemlich leicht, aber an einigen Stellen steil. Schau mal, wie viele Berge ringsum. Ja, und die Luft hier ist sehr frisch. Hast du gesehen? Dort unten ist auch ein See. Ja, der Königssee, das Wasser ist sehr klar. Machen wir dort eine Pause? Gute Idee, wir können etwas essen. Ich habe Brot, Käse und einen Apfel. Und du? Ich habe ein Brötchen mit Schinken und eine Flasche Tee. Super. Nach der Pause gehen wir weiter bis zur Hütte. Weißt du, ob es in der Hütte etwas zu essen gibt? Ja, sie machen Würstchen und heiße Suppe. Lecker, perfekt nach dem Aufstieg. Wie viele Kilometer fehlen noch? Ungefähr 5, aber die Aussicht ist wunderschön. Schau, ein Murmeltier. Ja, wie süß. Lass uns ein Foto machen. Mir gefällt diese Wanderung sehr. Mir auch, die Natur hier ist spektakulär. Danke, dass du mich eingeladen hast. Danke dir, es war ein schöner Tag zusammen. Im Tierpark. So viele Leute heute im Tierpark. Ja, es ist Sonntag und alle wollen die Tiere sehen. Ich war noch nie hier. Es ist mein erstes Mal. Dann wird es dir gefallen. Es ist ein Zoo, wo man Tiere anfassen darf. Fantastisch. Welche sehen wir zuerst? Dort sind die Ziegen und Kaninchen. Wie süß. Darf man sie streicheln? Ja, sie sind ganz ruhig. Schau, dort sind auch Schafe. Die Wolle ist sehr weich. Willst du füttern? Am Eingang verkaufen sie Tüten mit Karotten. Gute Idee. Ich kaufe eine. Ich habe schon einem Esel Karotten gegeben, er war sehr lustig. Ah, das will ich auch probieren. Gehen wir danach zu den Lamas? Ja, aber Vorsicht, manchmal spucken sie. Oh je, dann bleibe ich lieber etwas weiter weg. Schau, dort ist auch ein Gehege mit Papageien.
Welche wunderschönen Farben. Manche sprechen sogar. Ja, ein Kind hat Hallo gesagt und der Papagei hat geantwortet. Unglaublich. Und dort sind Schildkröten. Wie langsam, aber sehr neugierig. Mir gefällt dieser Park, er ist lehrreich und lustig. Mir auch. Danach können wir einen Ritt auf dem Pony machen. Ja, er dauert 10 Minuten rund um das Gehege. Perfekt. Danach gehen wir zum Picknickplatz am Teich. Gute Idee. So beenden wir den Tag entspannt. Was für ein schönes Erlebnis. Ich komme sicher wieder. Ich auch. Es war wirklich etwas Besonderes. In der Konditorei. Guten Tag. Was für eine schöne Konditorei. Es duftet nach Süßem. Willkommen. Das ist die süße Freude in der Schillerstraße, berühmt für deutsche Kuchen. Was für ein Duft. Was empfehlen Sie heute? Heute haben wir frische Schwarzwälder Kirschtorte und hausgemachten Apfelstrudel. Ich liebe Schwarzwälder Kirschtorte mit Kirschen und Sahne. Möchten Sie ein Stück probieren? Wir haben auch mit Schokoraspeln. Dann nehme ich ein Stück. Sehr gute Wahl. Noch etwas? Ich hätte auch gern Apfelstrudel. Gibt es ihn in kleinen Portionen? Ja, in Stücken geschnitten. Perfekt. Wie lange bleibt er frisch? 2 Tage im Kühlschrank. Gut. Dann nehme ich 2 Stück zum Mitnehmen. Möchten Sie auch Sahnecremetörtchen probieren? Ja, sie sehen köstlich aus. Sind sie mit Vanillecreme? Ja, mit Creme und Erdbeeren obendrauf. Dann eins für mich. Ich nehme auch ein Windbeutel mit Sahne. Lecker. Außen knusprig und innen weich. Haben Sie auch kleine Bienenstichkuchen? Natürlich, sie sind sehr beliebt. Einen bitte. Und was gibt es zu trinken? Wir haben Espresso und Cappuccino. Dann einen Cappuccino, danke. Perfekt, ich bringe alles an den Tisch am Fenster. Danke, was für ein helles Café. Es ist schön hier zu sitzen wie ein kleines Fest. Viele Deutsche frühstücken genau so. Kaffee und ein Stück Kuchen. Stimmt. Zu Hause trinke ich nur Kaffee, aber hier schmeckt es besser. Ja, im Kaffee hat er einen anderen Geschmack. Genau. Es ist ein Stück Kultur und Tradition. Danke für den freundlichen Service. Danke Ihnen. Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen.